Hallo meine Freunde, ich möchte euch heute zeigen, wie man diesem 35i die Handbremsseile wechselt. Diese Reparatur beginnt tatsächlich mal wieder mit dem Ausbau des Aschenbechers. Einfach hier ziehen und gut ist. Dann müsst ihr hier drunter fahren, das entriegeln und dann kann der Griff nach vorne entnommen werden. Und der andere kommt hinterher. Die Manschette vom Schaltknauf könnt ihr hier so hochziehen. Schaltknauf selber ist gedreht bei dem Auto, also nur einmal rausdrehen und gut. Weg. Danach klipst er hier drunter und dann kann auch die Schaltkulisse raus. Mit Fronten noch irgendwo hängen. Ah ja, jetzt kann die Schaltkulisse auch noch raus. Die Verlängerung der Mittelkonsole hat hier zwei von diesen seltsamen Plastikmuttern. Nur Kunststoff das Zeug. Und hinten sind noch zwei Kreuzschlitzschräubchen. Die müsst ihr auch rausmachen. So. Okay. Dann könnt ihr die ganze Konsole entnehmen. So kommt sie raus. Jetzt machen wir die Handbremse lose. Dann müsst ihr die Züge hinten mit einem 10er kontern und vorne machen wir sie auf. Einmal. Jetzt könnt ihr diese Schräubchen da schon entnehmen. Aufpassen, dass ihr sie nicht verliert. Die gleiche Nummer auf der anderen Seite. So, ein bisschen fester und erstmal die Kontermutter runter. Jetzt entspannen wir die Muttern mal, soweit es geht. So, jetzt haben wir Platz für die Züge. Gut. Der Handbremszug beginnt natürlich an den hinteren Rädern oder die Züge. Und hier sieht man auch, warum wir es machen. Hier ist er komplett abgerissen, hier reißt die Manschette schon weiter. Also der Zug selber geht eigentlich noch, aber die Manschette ist rissig. Gibt immer wieder Probleme bei den Freunden vom TÜV. Wenn wir den Zug im Innenraum schon entspannt haben, brauchen wir jetzt hier gar nicht lang rumspielen. Dann können wir einfach per Hand entnehmen. Dann kommt als nächstes die Sicherungsklammer. Da nehmt ihr einen Schraubenzieher und hakt mal kräftig drunter. Dann kann der Zug schon mal hier raus. Weiter geht's mit diesen geschlagenen Blechklammern hier. Biegt er die Blechklammern einzeln ein bisschen weg, dann kann man die auch wieder rausnehmen. Seht ihr, so bekommt ihr auch die Dinger raus. Dann müsst ihr die Gradklammer ein bisschen nach unten biegen, den Zug ein bisschen nach oben, dann haben wir ihn auch. Jetzt verschwindet der Zug unter dieser Verkleidung, das heißt, ich mache die Verkleidungen weg. Das sind nur ein paar Achterschräubchen. 4 Stück. Hier hinten ist auch wieder so eine komische Schlagmutter aus Blech. Dann kommt die ganze Verkleidung runter. Und hier brauchen wir uns schon gar keine Sorgen um die Halterung machen, die ist schon ausgebaut. Den Zug auf der anderen Seite baut er in gleicher Weise aus, also aushängen, entklammern, hier alles lösen. Auf der anderen Seite sieht die Verkleidung ein bisschen anders aus, aber so eine Blechklammer hat sie trotzdem und wieder die Schräubchen mit Achterkopf. Allerdings haben sie hier ein bisschen gespart, die hat nur 3 Schräubchen. So, und dann ist das Ding auch draußen. Hier lebt sogar noch der Halter. Rausfädeln, jetzt haben wir den Zug lose. Und jetzt müssen wir hier das Hitzeschutzblech über dem Auspuff demontieren. Das Hitzeschutzblech ist hier vorne mit dem Halter vom Auspufftopf Mitte verschraubt. Die müssen wir mal lösen. Und der hat natürlich 2. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Okay. Die können wir ruhig mal ganz rausmachen. Wir haben ja hinten noch ein paar Halter. Halter bleibt am Auspuff hängen, das Blech ist ja nur dazwischen geschoben und wir wollen es nur ein paar Zentimeter nach hinten drücken.
Vorne gibt es hier 2 weitere Halteschrauben. Auch die machen wir gleich mal komplett. Das sind nur Muttern, weil hier Bolzen drunter sind. Und im Prinzip könnte das Blech jetzt lose sein, aber nicht bei VW. Eine Spitze des Hitzeschutzblechs läuft nämlich bis zum Halter vom hinteren Schalldämpfer. Also müssen wir den Halter auch noch, ist immer noch unkritisch, hinten ist ja noch ein Halter drin. Und das sind wieder Schrauben. Jetzt ist das Hitzeschutzblech an sich lose. Mal schauen, wie viel Zentimeter wir das verschieben können. Hier machen wir es erstmal aus dem Halter raus. Okay. Gut, das müsste reichen. So, und da könnt ihr jetzt den Zug gerade aus der Hülse ziehen. Vorsicht, wir hatten den innen ja noch nicht ganz lose gemacht. Im Innenraum können wir jetzt die großen Einstellschrauben komplett entnehmen. Das war die eine. Und die andere machen wir natürlich auch gleich. So. Das Blech kann bleiben. Ziehen wir ein bisschen zurück. Jetzt können wir die Züge entnehmen. So, jetzt braucht ihr den Zug nur noch hier rausnehmen. Ganz schön lang das Röhrchen. Die neuen Züge installieren wir einfach rückwärts. Das heißt, ich schiebe den jetzt erstmal in die Röhre zum Innenraum. Hier haben wir ja den Anschlag. Neuen Züge sind jetzt in der Brücke drin. Funktioniert wunderbar. Und jetzt kommen diese Spezialschrauben drauf. Die Rundung geht in Richtung nach hinten, weil dort ist der Gegensitz. Die macht er jetzt gerade mal so drauf. Da sind ein paar Gewindegänge hängen. Einstellen kommt natürlich später. Geht ja jetzt momentan nur darum, dass wir die Züge nicht wieder verlieren, wenn wir es in der Gegenrichtung ziehen. So, diese Halter brauchen wir von dem alten Kabel. Das heißt, wir müssen hier die Lasche etwas aufbiegen. Problem ist, diese Lasche hier ist ganz schön widerstandsfähig. Kleinen Meißel geht es noch am besten. Und das teile ich auf. Nachdem der Zug vorne drin ist, macht dann erstmal hinten rein. Da müsst ihr den Kondom ein bisschen zurückschieben, weil sonst passt er nicht. Dann kommt er hinten hier durch den Halter. Und jetzt seht ihr, warum ihr den Kondom schieben musstet. Jetzt passt er genau rein und jetzt kann der Kondom wieder drüber. Dreimal drehen, dann ist er am Platz. Dann kommt der Zug oben in die Bremse. Dann kommt der schwarze Schlauch, kommt hier bis auf Anschlag. Da kommt erstmal noch die Klammer drauf. So war die Klammer, jetzt hält er. Der dicke Schlauch muss hier stehen und von hier ab führen wir jetzt die Bremsleitung. Das heißt, hier kommt erstmal der Dings dran, dann geht es hier über den Blechhaken, die Klammer hier und dann muss die hier so durch. Die Blechlaschen bekommt ihr jetzt drauf, so habe ich sie gerade mal notdürftig eingehängt, indem ihr hier mit einer Stecknuss draufschlagt. Die auch. Wenn ihr mal die erste Größe habt, könnt ihr eine Nummer kleiner gehen, dass es die Lasche dahin biegt. So. Jetzt könnt ihr das Hitzeschutzblech über den Mitteltopf wieder nach vorne schieben. Ihr seht ja an den Löchern, wann es ungefähr passt. Hier oben kommt das Blech, der Halter und da oben ist die Mutter. So muss das nachher fluchten. Hinten muss es hier auch wieder unter den Halter. So kommt es nachher hin. Und festmachen tun wir es jetzt erstmal hier. Hier haben wir nämlich einfach ein paar Muttern. Und da ist die zweite. So ist es zumindest mal grob in Position. Dann kommt der hintere hier hoch. Eine habe ich schon mal. Am meisten Vergnügen habt ihr mit dem Schräubchen da vorne, bis ihr das findet.
Und das Innen ist ganz fürchterlich. So, ich habe mal alle drauf. Die Mutter auch. Hier kommen wir natürlich am schlechtesten bei. Da haben wir schon die Stecknuss, die Schraube gezogen. Hier geht es komischerweise sogar ein bisschen besser mit dem Schlüssel. Wenn alle drin sind, zieht er die schön der Reihenfolge nach an. Also 2 am vorderen Halter, die 2 Muttern. Und der hintere Halter. Nachdem die Züge unten mal so weit eingebaut sind, können wir sie oben einstellen. Da dreht er die Schrauben am Anfang am besten mal symmetrisch, so weit hin wie der Leerweg ist. Noch ein bisschen. Die sind wieder wie immer etwas unterschiedlich lang, das kommt von den Kurven. Das macht aber nichts, dafür ist ja der Ausgleich hier. Dann könnt ihr mal probieren und ich habe schon bei der ersten Raste Widerstand. Bis zur zweiten komme ich noch und dann bei der dritten ist fertig. Das heißt, eigentlich sitzen sie jetzt schon ein bisschen stramm. Bisschen nachlassen, nochmal schauen. Erste Raste, zweite Raste, dritte kommt besser und jetzt geht er bis maximal vierte. Eigentlich müssten sie so richtig sein. Wenn ihr die Einstellung soweit habt, kommen die Kontermuttern drauf. Das sind so kleine Halbmuttern. Hinten festhalten. Und wir schauen, wie er drauf kommt und vorne zuziehen. Gut. Mal der eine. Und das gleiche mit dem anderen Zug. So, hier wären wir soweit fertig, können wir die Konsole wieder reinmachen. So, zum Einbau des hinteren Teils der Mittelkonsole muss der Schalthebel vorne stehen und die Handbremse oben, dann tut er euch am leichtesten. Jetzt wird der Teil hier so drüber und dann müssen wir schauen, wie der da in Position kommt. So, hier sind Nasen, die müssen hier drunter. Die Nasen also von oben kommend hier drunter setzen und dann haben wir es. So, jetzt müsst ihr da hinten noch schauen, dass wir den durchfädeln. Da ist noch die Beleuchte vom Aschenbecher. Die kommt da durch und dann wird sie hier oben eingeklipst. Vorne kommen die 2 komischen Plastikmuttern. Da müsst ihr enorm aufpassen, dass ihr die alten Gewinde wieder trifft. Das immer so ein bisschen hin und her spielen, wenn sie dann leicht drauf gehen, ist richtig. Die auch überhaupt nicht anziehen. Das ist ja nur Kunststoff. Hinten müssen die Kreuzschlitzschrauben in ihre Löcher und dann auch hier spielen, bis ihr das Loch gefunden habt, wo sie reingehören. Die macht er wieder gefühlvoll fest. Unsere leider gerissene Manschette. Aber das muss jetzt halt nochmal gehen. So warm wird der auch nicht. Ist ja kein Porsche. Und das geht bis hier drüber. Und dann wird es nur eingeklipst. Das ist der Vorteil von diesen modernen Konstruktionen. Draufdrücken ist immer ganz einfach. Kommt der Schalthebel, der wird ja nur aufgedreht. Also hier auf das Gewinde drehen, bis das Schema ungefähr stimmt. Noch eine Umdrehung. Und hier war er fest. Und dann wird nur das Leder oder Lederimitat eingehängt. Und gut ist er. So, dass die Nähte so ungefähr stimmen. Die Naht kommt so ungefähr mittig, dann passt die ganze Geschichte. Der Aschenbecher hinten wird natürlich auch gerade wieder runtergedrückt. Lampe kontrolliert er nochmal. Beleuchtung geht. Dann kommt der gerade so runter und gut ist. Der Teil kommt hier so rüber drauf. Jetzt deckt es wieder ab und dann kommt von vorne der Griff drauf, bis er einrastet oder das Teil hier ist. So schließt es dann nämlich hier wieder bündig ab.
Innenraum ist fertig. Jetzt können wir unten noch die Verkleidung drauf machen. Die Halter hier gibt es noch nicht einmal mehr von VW Classics. Die Kollegen haben es noch nicht einmal im Computerprogramm gefunden. Das heißt, solange der obere Teil noch dran ist, machen wir jetzt hier einfach ein Loch und den Kabelbinder drum. Das ist ja nur, dass das nicht so stark schwingt hier. Viel gehalten haben die Dinger nie. So, ich versuche mal einen Ansatz mit der Lochzange zu machen, dass wir nachher mit dem Bohrer nicht so ausrutschen. Dann machen wir hier einen Kabelbinder drumherum und das ist genauso gut wie original. So, und jetzt kann die Leitung. Die kleine Verkleidung aber auf der linken Fahrzeugseite. Macht da mal ein Schräubchen rein. Immer schön schauen, dass er das alte Gewinde trifft. Kleinteil tatsächlich 3 Schrauben und noch so eine hübsche Klammer. Die kleinen Schräubchen haben tatsächlich 8er Schlüsselweite. Also ganz kleines Zeug ist das. Schraubt er die fest. Steckt er erstmal drauf. Dann mit einer Steckdose ein bisschen klopfen, so ist schon gut. Die große Verkleidung kommt auf der rechten Fahrzeugseite. Die muss da hinten ist wieder dieser komische Bolzen. Da müsst ihr sie einfädeln. Und dann machen wir sie hier mal mit einem Schräubchen fest. Und da hinten war noch eine. Dann ziehen wir die noch gefühlvoll fest. Ja, nicht zu viel. Ihr seht ja, was für ein kleines Köpfchen da ist. Hier ist noch dieser Stehbolzen. Da kommt diese unsägliche Klammer drauf. Erstmal aufstecken und dann gerade so mit einer kleinen Langnuss einschlagen und der hält. Gut. Ich habe euch heute gezeigt, wie man die Handbremsseile am 35i wechselt. Das ist übrigens bei vielen Autos identisch, könnt ihr also auch für andere Autos nehmen, die Anleitung. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.